Hallo, ich bin Marlene vom Frühteam und ich zeige dir in diesem Video, wie deine ersten Schritte mit Früht aussehen und was du mit Früht alles machen kannst. Zunächst gehst du bei uns immer ein kleines Onboarding durch, wo du uns sagst, wie du auf uns aufmerksam geworden bist und ob du auf einem Balkon, in einem kleinen Beet oder in einem großen Garten gärtnerst. Anschließend teilst du uns deine Gartenerfahrung mit, also ob du gerade erst angefangen hast, schon ein bisschen Erfahrung hast oder schon ein Experte oder eine Expertin bist. Im nächsten Schritt kannst du auswählen, welche Pflanzen du anbauen möchtest oder schon anbaust. Da musst du hier für den Start mindestens eine Pflanze wählen. Das kannst du auch alles noch im Nachhinein anpassen. Das dient erstmal so für den Start und ich habe das hier mal vorgespult und ein paar Gemüsesorten für den Anfang ausgewählt. Anschließend wählst du noch aus, ob wir dir Mitteilungen senden dürfen, zum Beispiel zu Gießerinnerungen, Wetterwarnungen oder Beiträgen aus der Community. Damit du Früht auf unterschiedlichen Geräten nutzen kannst, erstellst du dann auch einen Account mit deiner Mailadresse, Vorname und einem Passwort und dann geht es schon los. Herzlich willkommen bei Früht. Jetzt gebe ich dir mal einen kleinen Überblick über die App. Hier auf der Startseite im Bereich Pflanzen siehst du die Pflanzen, die ich eben ausgewählt habe. Und du kannst auch Themen auswählen, die dich interessieren. Dazu bekommst du dann zum Beispiel Magazinartikel oder auch Podcast-Folgen vorgeschlagen. Wenn du die ausgewählt hast, erscheint dann auch ein Vorschlag auf deiner Startseite da unten empfohlen für dich. Und da kannst du immer mal wieder schauen, weil wir immer regelmäßig neue Beiträge veröffentlichen. In der Suchleiste kannst du auch direkt nach Pflanzen suchen, zum Beispiel nach Tomate. Da siehst du jetzt, dass auch Vorschläge zur Art kommen. Da kannst du dann Artinformationen anschauen. Aber auch allgemein zum Thema Tomate und auch zu verschiedenen Sorten findest du hier ganz viele Informationen. Du kannst im Bereich Pflanzen aber auch direkt auf eine Pflanze klicken, wie zum Beispiel den Kürbis hier, und hast dann alle Informationen zu dieser Art an einem Ort, zum Beispiel die Pflanzenzeiträume, gute und schlechte Nachbarn, Abstände, Krankheiten, Schädlinge, aber auch die Aufgaben, die so über das Jahr verteilt anfallen. Du kannst dir auch ganz viele verschiedene Sorten anschauen. Wir haben zu jeder Art verschiedene Sorten hinterlegt. Und du kannst auch dir hier Beiträge zum Thema merken oder eine Frage dazu in die Community stellen. Wenn du dir Beiträge merkst, dann landen die bei dir auf der ersten Seite, also im Bereich Pflanzen. Dazu setzt du einfach da den Haken an diesem Fähnchen und hast dann unten die gespeicherten Beiträge angezeigt. Wenn du zu bestimmten Aufgaben im Garten erinnert werden möchtest, dann kannst du die Erinnerung ganz einfach speichern. Hier bei Anleitungen klickst du auf die Glocke bei der Aufgabe und dann findest du all deine Erinnerungen im Bereich Pflanzen unten bei deinen Erinnerungen. Bevor ich dir den Bereich Plan zeige, schauen wir uns noch kurz das Gärtnern an. Hier findest du zum Beispiel alle Aufgaben, die für dich so anfallen. Das basiert dann auf deinem Beetplan oder auf dem Gemüse, was du dir gemerkt hast. Da kannst du dann zwischen den Wochen immer springen und siehst genau, was wann zu tun ist. Zudem findest du hier auch die Saisonübersicht mit den ganzen Pflanz- und Erntezeiträumen von deinem Gemüse, die du auch ganz individuell für dich anpassen kannst. Hier kannst du dann ein Datum auswählen, was bei dir passt. Dann klickst du auf Fertig und schon ist der Zeitraum angepasst. Ein weiterer Bereich von Früht ist die Community, die mir als Community Managerin sehr am Herzen liegt. Hier teilen ganz viele begeisterte HobbygärtnerInnen ihre Freude zum Gärtnern, stellen Fragen, zeigen, was bei ihnen im Garten gerade so los ist. Und hier findest du auch Challenges zum Thema Garten und einfach einen sehr bereichernden Austausch. Nun kommen wir zum Bereich Plan, den ich mir fürs Ende aufgehoben habe, um dir zu zeigen, wie man einen Plan anlegt. Dafür klickst du einfach auf das Plus mit neuem Plan und wirst dann hier auch durch uns durchgeleitet, wie das alles funktioniert. Ich zeige dir das jetzt hier einmal ein bisschen im Schnelldurchlauf und lege zunächst ein Beet an. Das kannst du dann mit dem Ziehen an diesen weißen Ring noch verändern oder auch unten bei Plus und Minus so anpassen, bis das Beet so ist, wie du es haben möchtest. Und wenn du das dann fertig angepasst hast mit dem Maßen, klickst du einfach auf den grünen Haken und schon ist dein Beet angelegt. Das Plus ist beim Plan dazu da, alle möglichen Sachen hinzuzufügen. Das zeige ich dir jetzt hier erstmal mit dem Gemüse. Dazu ziehe ich eine Chili ins Beet. Und auch hier kann ich wieder mit den Kreisen entweder zum Beispiel eine Reihe Chilis pflanzen oder auch die Pflanzen kleiner machen, wenn ich nur eine Chili anbaue. Und ich sehe dann auch unten im Fenster, dass sich die Pflanzenanzahl verändert, je nachdem, wie viel ich das ziehe. Jetzt habe ich mein erstes Gemüse im Beet, damit ist es aber natürlich noch nicht getan, sondern ich möchte meinen Plan noch vervollständigen. Dazu klicke ich einfach wieder auf meinen Plan und kann dann alles, was ich möchte, hinzufügen mit dem Plus unten rechts. Einfach auswählen, ob man zum Beispiel Beete anlegen möchte in allen möglichen
Form. Man kann aber auch Dekorationen auswählen, zum Beispiel ein Haus, einen Weg anlegen oder auch einen Baum oder einen Busch, je nachdem, was man so in seinem Garten hat oder haben möchte. Das habe ich alles mal ein bisschen vorgespult, um dir das zu zeigen. Und im nächsten Schritt kann ich dann alles bepflanzen. Dafür ziehe ich dann einfach das Gemüse mit Drag and Drop in mein Beet rein und bekomme dann auch unten rechts bei den Nachbarn angezeigt, welche Nachbarschaften hier gut für mein Gemüse wären. Das sehe ich auch immer mit diesen grünen Herzen, die mir angezeigt werden, wenn ich mit meinem Gemüse in Richtung Beet gehe. Ich kann dann auch im Beet noch immer die Position anpassen, immer so, wie es für mich passt, auch mit der Pflanzenanzahl. Ich kann auch im Nachhinein die Sorten nochmal anpassen, wenn ich möchte, und zwischendurch immer gut sehen, ob das Gemüse, was ich nebeneinander setzen möchte, sich verträgt. Hier sieht man jetzt zum Beispiel rote Blitze. Dann schaue ich, dass ich das Gemüse eher woanders hin pflanze. Zum Beispiel in diesem Fall wähle ich dann das Kohlrabi und ziehe es in ein anderes Beet, wo es dann hier in diesem Beispiel mit der Chili gut zusammenpasst. Und das mache ich dann so lange, bis meine Beete gefüllt sind. Das macht auch total viel Spaß, weil ich immer direkt sehen kann, welches Gemüse gut zusammenpasst und wie viel Platz ich auch überall brauche. Ich habe das hier mal ein bisschen vorgespult. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann einen Plan, der perfekt zu mir und meinem Garten passt. Und ich wünsche dir auch ganz viel Spaß beim Planen und melde dich mit allen Fragen, die du hast, sehr gerne bei uns. Wir sind jederzeit für dich da.